das menschliche Leben ist von Natur aus mühselig und unbefriedigend, voller Kummer und Schmerz. Kann man so sehen, aber kann man diese Perspektive auch wechseln? Im Buddhismus nennt man den Zustand des menschlichen Elends Dukkha. Dukkha ist andauernd und überall, man kann ihm nicht entgehen. Die Rezeptur des Elends setzt sich aus verschiedenen Zutaten zusammen, als da wären körperliches und seelisches Leid. Leid, das durch Veränderung und Vergänglichkeit entsteht. Leid, das durch Unzufriedenheit und die Unbeständigkeit aller Dinge entsteht. Aber heißt das wirklich, Menschsein bedeutet leiden müssen? Das wäre ja nicht mal mehr Schwarz-Weiß-Malerei, sondern bloß noch Schwarzmalerei. Statt die Farbtöne und Nuancen des Lebens auskosten zu können, wäre man dazu verdammt, ein Leben in Dunkelheit zu führen. Echt jetzt? Dukkha gilt zwar als ein grundlegender Aspekt der menschlichen Erfahrung, aber keine schicksalshafte Bestimmung, die etwa in unseren Genen angelegt wäre. Es ist eher eine Warnung, pass auf, denn wenn du nicht aufpasst, dann kann es dir übel ergehen. Es ist eine Herausforderung, die durch Achtsamkeit, Meditation und ethisches Verhalten überwunden werden kann. Also erkennen, was Dukkha ist und es akzeptieren, steht am Anfang eines Weges zu tiefer Einsicht und Befreiung von diesem Leid. Ziel der Sache ist das Loslassen von Illusionen und des Strebens nach dem Unerreichbaren. Wenn das die Gedanken nicht mehr vernebelt, wird der Geist frei für höhere Erkenntnis. Wozu auch gehört, Schmerz ist unvermeidlich. Fragen Sie mal den Dreijährigen, der sich das Knie aufgeschlagen hat. Aber Leiden ist optional. Damit das nicht nur abstraktes Wissen bleibt, sondern mit dem ganzen Wesen erfasst, genutzt und gelebt wird, muss man, so heißt es im Buddhismus, erwachen. Eine kleine Hilfestellung leistet die Blütenessenzen-Kombination Awakening. Wer Erleuchtung sucht, weil er sich davon eine Befreiung von menschlichem Schmerz verspricht, der muss zwangsläufig enttäuscht werden. Seine Eltern werden trotzdem sterben. Wenn er stürzt, wird es trotzdem schmerzen. Und wenn er etwas Falsches isst, dann wird sich sein Verdauungssystem, ob er jetzt erleuchtet ist oder nicht, auf unangenehme Weise bemerkbar machen. Dem Elend entgegen wirken die 4 edlen Wahrheiten im Buddhismus. Wenn man diese Wahrheiten kennt und beherzigt, wird sich etwas verändern im eigenen Leben. Da wäre zunächst die edle Wahrheit über das Leiden. Also, was ist Leiden überhaupt? Wer darauf Antwort sucht, der kann sich nicht darauf beschränken, sich schlecht zu fühlen. Er sollte das Leiden ergründen. Was spielt sich eigentlich in mir ab, wenn ich leide? Die zweite edle Wahrheit beschäftigt sich mit der Ursache des Leidens. Was bringt mich dazu zu leiden? Was triggert mich, wie man heute so sagt? Warum reagiere ich so und nicht anders? Welche Mechanismen und Automatismen bringen mich dazu? Die dritte edle Wahrheit lässt das Leiden beenden. Sie beinhaltet die Erkenntnis, dass Leiden nicht unendlich ist, sondern dass es möglich ist, damit aufzuhören. Und die vierte edle Wahrheit schließlich zeigt den Pfad der Lebensführung auf, der zur Beendigung des Leidens führt. Am Ende des Prozesses, währenddessen man die edlen Wahrheiten kennengelernt hat, steht das Erwachen, das einen letztendlich vom Leid befreit. Man hat gelernt, dass das Leben durchaus leidvoll ist,
Aber das ist nicht das Wesen des Lebens, sondern das Resultat des Verlangens. Und man hat auch gelernt, dass das Leiden überwindbar ist, denn es spielt sich nur im Kopf ab. So sieht's aus. Wer auf jede Herausforderung und jeden Schmerz mit Leid reagiert, verinnerlicht es so sehr, dass er es für eine gottgegebene Tatsache hält. Diese Überzeugung aufzugeben, ist nicht einfach, aber es geht. Man muss sie halt nur erst einmal in Frage stellen und dann seine Achtsamkeit wieder aufs Neue auf ihre Manifestationen im eigenen Leben richten. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, heißt es. Bis das jedoch klappt, kann es eine Weile dauern. Es läuft halt nicht immer, wie man es gerne hätte. Eine banale Tatsache, aber statt sich daran abzuarbeiten, sich darüber aufzuregen und am Ende zu verzweifeln, kann man sie auch akzeptieren. Dem Regen ist es egal, ob ich nass werden leiden kann oder daran leide. Wenn ich erkenne, dass ich selbst entscheiden kann, wie ich reagieren will, wird es mein Leben erleichtern. Ach, es regnet. Tja, kein Ärger, kein Verdruss. Geht ein Mann zum Guru und fragt, wie kann ich Erleuchtung erlangen? Antwortet der Guru, hör auf, dich selbst so wichtig zu nehmen. Der Mann denkt nach und fragt, und wie soll ich das anstellen? Der Guru seufzt, siehst du, das ist das Problem. Tatsächlich geht es um die Lösung aus der Selbstverstrickung. Wenn das Ego erleuchtet werden will und man sich mit ihm streitet, wer zuerst dran ist, dann weiß man, ich bin noch nicht so weit. Vielleicht fangen wir mit dem Aufwachen an und dafür gibt es eine Rezeptur. Sie besteht aus den folgenden 7 Zutaten. Achtsamkeit, Erforschen, Energie, Freude, Gelassenheit, Konzentration und Gleichmut. Die energetische Unterstützung erhalten wir von der Essenzenkombination mit dem Namen Awakening und der erste Inhaltsstoff darin ist die Essenz der Forsythie. Die Forsythie wurde schon der Lichtbringer genannt, nicht Erleuchtungsbringer, aber immerhin. Es scheint, als vermöge es die Blüte, einen winzigen Riss in unsere harte Schale aus Gewohnheiten, Überzeugungen und Verhaftungen zu bringen. Von Leonard Cohen stammt der Satz, "There's a crack in everything. That's how the light comes in." Oder auf Deutsch, in allem gibt es einen Riss. Den benutzt das Licht, um hineinzudringen. Ohne Riss kein Licht. Erst die Unvollkommenheit ermöglicht Erkenntnis. Die kleinen Risse in unserem festen Gefüge des Denkens und Erlebens. Wird uns ein solcher Riss erst einmal bewusst, ist das der erste Schritt auf dem Weg des Erwachens. Das Licht, das erst wie schüchtern eindringt, erweckt in uns den Wunsch zur Transformation und lässt die Möglichkeit denkbar erscheinen, dass Veränderung aus eigener Kraft gelingen kann. Wir erkennen Altes als überholt, Wege als ausgetreten und Gewohnheiten als unpassend. Die Forsythie öffnet uns das Herz für unsere spirituelle Natur und schenkt uns Freude und ein Gefühl von Freiheit, wenn wir uns auf die Reise der Verwandlung begeben. Die Essenz Nummer 2 schenkt uns das Buschwindröschen. Beim Buschwindröschen geht es um die Lösung alter seelischer Probleme. Jedes Problem begleitet uns auf unserem Lebensweg genau so lange, bis wir es gelöst haben. Dann verwandelt es sich in eine Erinnerung. Das schließt ein, dass ein solches Problem uns auf der Seele lastet, unsere Zuversicht vernebelt und unser Selbstbewusstsein niedermacht, bis es am Ende genau deshalb von uns als unlösbar definiert wird. Man ergibt sich seinem Schicksal und trägt statt einer Erinnerung die Last des Problems mit sich.
Solche Erkenntnisprozesse sind nicht notwendigerweise erfreulich und irgendwie ahnen wir das auch. Sollte ich die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist, könnte das bedeuten, dass ich mich die ganze Zeit geirrt habe. Und ich weiß nicht, ob ich einen solchen Schlag verkraften könnte. Ich hätte ja meine Energie und Zeit für etwas verschleudert, das ich mir nur eingebildet habe. Alles in mir wehrt sich dagegen. Dann lieber Recht behalten und weiterleiden. Aber das ist auch völlig normal. Das Selbstbild gibt einem schließlich Halt. Die Sicherheit zu wissen, wer man ist, definiert, was man tut. Und loslassen tut immer weh, selbst wenn es etwas Schmerzhaftes ist. Fragen Sie die Leute, die geheilt aus dem Krankenhaus entlassen werden und sich von den liebevollen Schwestern und Pflegern verabschieden. Mit ein wenig Unterstützung des Buschwindröschens kann man alles aus einer höheren Perspektive relativieren lernen, damit es aufhört zu schmerzen. Stattdessen kann es dabei helfen, den Wert der enthaltenen Lektion schätzen zu lernen und den Weg, der vor einem liegt, deutlich zu sehen. Irgendwie hat der Nebel, der nun hinter uns liegt, uns doch genau hierher geführt. Ganz so schrecklich kann er dann wohl doch nicht gewesen sein. Das Buschwindröschen ist ein kraftvoller Reiniger von allem, was uns daran hindert, ganz im Hier und Jetzt zu leben. Und zwar unbelastet von alten Kamellen, frei von altem Zank und alter Verletztheit, frei von Niedertracht und der Unfähigkeit zu verzeihen. Es geht ihm darum, die Vergangenheit zu bereinigen, unerledigte Geschäfte zu erledigen und alte Verhaltensmuster zu verändern. Alles, was einen an das fesselt, was man früher geglaubt hat, wird durch die Lösung der Fesseln nicht unwahr, aber es verliert seine negative Wirkung. Kommen wir zur dritten Essenz im Bunde, Petra Parideras, der Beitrag der Edelsteine zu den Awakening-Essenzen. Diese sonderbaren Steine kommen nur an 2 Orten auf der Erde vor. Der zur Herstellung verwendete stammt aus Portugal, daher der Name. Außer in den nördlichen Regionen Portugals findet man sie nur noch in der Nähe St. Petersburgs in Russland. Bei seiner Essenz geht es um den ultimativen Durchbruch. Selbstverwirklichung, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Abgrenzung sind weitere Qualitäten. Petra Parideras bedeutet gebärender Stein und das nicht von ungefähr. Diese auch nach dem französischen Physiker Biot benannten Biotitlinsen sind in 300 Millionen Jahre altem Granit eingeschlossen. Sie bilden sich ursprünglich als flache Scheiben, die sich anders ausdehnen als das sie umgebende Gestein. Besonders im Sommer, wenn die Sonne kräftig scheint, erwärmen sie sich so stark, dass die unterschiedliche Ausdehnung dazu führt, dass sie sich aus dem Grundgestein lösen, ein Vorgang, der als Herausspringen oder auch Selbstgeburt beschrieben wird. Ein deutscher Name lautet Felsensprenger. Dessen Essenz verhilft zu Durch- und Aufbruch. Wir sehen, wie das zu Forsythie und Buschwindröschen passt. Petra Parideras sorgt für den Riss in unserer Weltsicht. Forsythie bringt das Licht hinein und Buschwindröschen hilft, sich vom Alten zu lösen, wie die Schlange von ihrer zu eng gewordenen Haut. Es geht bei der Kombination dieser 3 Essenzen darum, über den Urkonflikt zwischen Individualität und Verbundenheit hinauszugehen und eine neue Perspektive einnehmen zu können, ohne darüber das Alte zu vergessen, sondern ganz im Gegenteil, sich mit ihm zu versöhnen. Und vor einem liegt der Pfad in die Freiheit.